Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es ein bisschen um den Ax-Raster gehen. Dieser wurde ja in den letzten Versionen, also sprich 2025 Versionen, komplett überarbeitet und hier wurden zahlreiche Neuerungen eingefügt. Wie gewohnt kann ich diesen Ax-Raster hier unter Konstruktion mit der rechten Maustaste hier erreichen oder ansonsten unter 3D Standard ist der hier drinnen. Ich habe mir hier bereits einen Ax-Raster erzeugt, um einfach ein bisschen die Funktionen zu zeigen. Dieser ist natürlich wie gewohnt über das Feature erreichbar. Man sieht hier sofort, dass die GUI, also sprich die Oberfläche, komplett erweitert worden ist. Hier habe ich natürlich wie gewohnt meine Achsenrichtungen in X, Y und die Ebenen, welche ich hier natürlich zum Beispiel auch jeweils benannt habe. Man sieht auch hier sehr schön, wenn ich die Ebenen oder die Richtungen anklicke, werden die mir hier auch sofort markiert. Ich kann natürlich die Namen eingeben, habe die verschiedensten Möglichkeiten, die Richtungen zu definieren, sowie auch die Ebenen. Und ich kann natürlich hier auch jederzeit weitere Achsen hinzufügen oder auch löschen. Weiters ist hier auch noch zu sagen, dass ich hier meine Einstellungen für die Oberfläche haben kann. Das heißt, wie soll die Farbgebung sein? Dies kann ich hier jederzeit individuell editieren. Weiters habe ich hier natürlich die Möglichkeiten, die Generierung meiner Namen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeiten, einen Startwert zu definieren, Präfix, Suffix, Achsen, diese auch zu generieren. Ich könnte hier zum Beispiel einfach, ich möchte hier als Suffix überall eine 1 dabei haben. Wenn ich hier generieren sage, sehe ich hier sofort, dass diese Bezeichnung hier ergänzt worden ist. Wenn ich hier als Startwert natürlich eine 1 reinschreibe, dann geht automatisch auf die Zahlenwerte hin. Weiters habe ich hier noch die Möglichkeiten bei diesen Bezeichnungen, dass ich hier auch die Achsen darstellen lassen kann. Das heißt, ich möchte hier als Beispiel bei dieser Achse, möchte ich nicht alle Achslinien darstellen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, diese Ebenen auszublenden. Ich möchte hier als Beispiel die obersten 2 Ebenen nicht dargestellt haben in meinem Ax-Raster. Das heißt, das kann ich hier jederzeit auch abschalten. Ich möchte hier einfach mal als Test diese 2 Bereiche hier abschalten. Dies kann ich natürlich auch in der Y-Ebene machen. Mit OK wird mir hier dieser Raster erzeugt. Man sieht hier, dass ich hier diesen Raster erzeugt habe. Ich möchte hier als Beispiel mal einfach mal 4 Standardansichten erzeugen, um einfach auf die nächsten Funktionen ein bisschen einzugehen. Ich ziehe diese einfach ein bisschen auseinander, dass man das leichter sehen kann. So, der nächste Schritt wäre, dass ich hier analog noch weiter meine Darstellungen meiner Ebenen pro Ebene darstellen kann. Das heißt, ich möchte hier als Beispiel meine oberste Deckenoberkante als Beispiel nicht darstellen. Das heißt, die könnte ich hier sehr schnell für die jeweilige Ansicht ein- und ausschalten. Dies kann ich natürlich hier auch für, zum Beispiel hier in diesem Fall sieht man es hier, für diese Ebene auch jederzeit ein- und ausschalten. Weil es oft einfach wichtig ist, dass man hier auch diese Achslinien in gewissen Ansichten vielleicht darstellen lassen will. Das heißt, man sieht hier, dass ich hier einfach diese senkrechten Kanten hier einfach mal testweise eingeblendet habe. Ja, und der nächste Schritt wäre hier der letzte, das wäre noch die Beschriftung. Das heißt, wenn ich hier auf den Raster gehe, kann ich mit der rechten Maustaste wie gewohnt natürlich meine Beschriftung erzeugen. Das heißt, ich möchte hier einfach meine Beschriftung erzeugen. Dies kann ich jederzeit mit einer jeweiligen Ansicht machen und habe hier verschiedenste Optionen, dies zu erzeugen. Ich habe hier einen Präfix und Suffix, das möchte ich hier aber nicht haben. Man sieht auch sehr schön, dass die Vorschau sofort aktualisiert wird. Automatisch sieht man auch hier, werden meine Höhenquoten definiert. Und ich kann natürlich sagen, zum Beispiel soll als Beispiel die Beschriftungslinie unterbrochen werden oder nicht. In diesem Fall könnte ich sagen, zum Beispiel nicht größer als Raster erzeugen. Das heißt, das wäre hier im Grunde genommen, würde damit diesen ausblenden, wenn ich hier zum Beispiel keine Teile drinnen habe.
Soll der ganze Raster beschriftet werden, kann natürlich auch hier einstellen. Und wie gewohnt habe ich natürlich hier auch meine Darstellungsparameter für die Beschriftung. Und wie gewohnt kann ich natürlich auch eine Beschriftung übernehmen. Mit OK sehe ich, wurde hier meine Rasterbeschriftung erzeugt. Natürlich kann ich hier diese Beschriftung jetzt auch so wie gewohnt mit allen anderen Teilen auch bemaßen, was vorher bei dem alten Raster nicht so einfach möglich war, weil es nur eine Bemaßung war. Und so einfach habe ich hier die Möglichkeit, einen Raster in HiCAD jetzt neu zu definieren. Die nächsten Schritte werden dann sein, dass man hier auch die freien Kanten reinbringt. Das heißt, jetzt habe ich schon Möglichkeiten, gerade Linien einzubringen, und danach der nächste Schritt, der letzte Schritt für den Raster ist dann die komplett freien Kanten und Linien zum Übernehmen als einer Skizze. Dies wird aber dann in den nächsten Versionen dann nachkommen.